Hallo und willkommen bei Skipper & Co. Wir nehmen euch heute mit nach Maasbracht, zur Linsenjacht. Wir haben uns gefragt, wie denn so eine Yacht überhaupt gebaut wird. Und damit meinen wir nicht das Lego-Modell, sondern einen echten holländischen Stahlverdränger. Damit wir dieser Frage auf den Grund gehen können, haben wir uns mit Paul Behlen verabredet. So, herzlich willkommen bei Linsenjacht hier in Maasbracht im Süden von Holland. Auch herzlich willkommen Skipper & Co. Hier bei Linsen in der Werft. Ich möchte Sie gerne mitnehmen in die Werft und zeigen, wie Linsenjacht die Schiffe hier baut. Linsenjacht baut serienmäßig Stahljachten und insgesamt im Jahr bauen wir 70 Schiffe von 30 bis 55 Fuß. Und die Schiffe hier in der Werft werden in 3 Produktionslinien gebaut. Wir bauen 30 und 35 Fuß auf einer Produktionsplattform, 40 und 45 Fuß auf einer Plattform und daneben alle Schiffe mit dem Variotop, das Cabrio-Verdeck, auf einer Plattform. Hier hinter mir sind 4 Arbeitsplätze, wo eine 40 oder eine 45 Fuß Yacht gebaut wird. Sedan oder AC durcheinander. Die Schiffe stehen auf die gelben Böcke, da sind Räder drin. Die Räder stehen auf zwei Schienen im Fußboden. Und wenn dieses Schiff fertig ist, wird das nach draußen gefahren. Dann schieben alle 3 die Kaskos, die hier links stehen, eine Position nach rechts auf die Schienen. Und dann ist da links wieder eine leere Stelle, wo derselbe Mitarbeiter wieder mit der unteren Teil vom Schiff anfängt. Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Arbeitsplattform. Das erste Teil ist das untere Teil vom Schiff mit Kiel dabei. Die zweite Plattform, da kommen die Seitenteile drauf, die Gangborden kommen drauf, Vordeck, Plicht kommt drin. Auf der dritten Arbeitsstelle kommt der komplette Aufbau auf einmal drauf. Der Aufbau, der wird da auf eine Schablone gebaut, da in der Mitte. Die geht dann im Kran und wird, wie gesagt, hier auf der dritten Arbeitsstelle draufgesetzt und dann natürlich komplett festgeschweißt. Letzte Schiebe geht es hier nach und dann werden alle Schweißnähte abgeschweißt und wird alles kontrolliert, bevor das Schiff dann in die nächste Produktion für die Konservierung und Lackierung geht. In unsere Produktionslinien, wie gesagt, schieben die Schiffe durch die Halle und das machen wir an bestimmten Tagen. Die 40 Fuß, 45 Fuß Baureihe schiebt jede 8 Produktionstage eine Position auf. Das bedeutet 4 Stellen mal 8 Tage sind 32 Tage von 0 bis 100% fertiges Casco. Dies ist die erste Stelle. Im Moment liegt das Casco natürlich auf seinem Kopf. Der Kiel ist Freitag draufgesetzt worden. Montagmorgen wird er wahrscheinlich wieder zurückgedreht. Dann wird das Schiff auf so einen Bock gestellt und ab dem Moment geht es durch die Halle. Alles, was Sie hier sehen, inklusive alle Spanten, die natürlich im Schiff sind, Querspanten, Längsspanten, ist also gebaut in 8 Arbeitstage von einem Mitarbeiter. Das Stahl, was wir verwenden, ist mit einem Laserschneider ausgeschnitten und ist in Bezug zum Rumpf 6, 5 oder 4 mm. Und die Spanten gehen bis zu 12 mm, abhängig, wo die benutzt werden und in welches Schiff die benutzt werden. Also in die Seite von der Halle, wo wir gerade waren, da werden also 30 bis 45 Fuß gebaut, auf 2 Produktionsplattforms. Hier an dieser Seite von der Halle werden die Schiffe mit Variotop gebaut, 450, 480, 500. Und auch die 500 Sedan mit einer schönen offenen Plicht und langes Dach. Wir haben hier am Ende der Halle 2 Stellen für Kaskos und wir haben hier 2 Frames, wo auf das komplette Aufbauteil gebaut wird. Hier auf das rote Frame wird der Aufbau gebaut und hier auf das andere Frame wird eigentlich die Windschutzscheibe gebaut und das Teil, wo später der Bügel von dem Cabrio reinkommt. Wenn dieses Teil fertig ist, wird es hier drauf gesetzt und wenn das dann komplett fertig ist, wird es da oben auf das offene Casco gebaut. Also wir haben gerade gesehen, wo das Casco gebaut wurde. Das Stahl ist also fertig. Es sieht aus wie ein Schiff, aber es ist noch immer roher Stahl. Dann geht das Schiff nach draußen und wird in unsere Strahlkabine gefahren und wird das Schiff von außen komplett abgestrahlt mit Edelstahl, Grit, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ein ganz feines Edelstahl. Das Schiff wird abgestrahlt, damit die Schweißnähte sauber sind, aber auch, dass der Stahl die richtige Struktur hat für die erste Grundschicht. Gleich nach der Strahlen geht das Schiff in die Spritzkabine und bekommt das eine Grundschicht. Das ist die graue Farbe, die Sie hier auf den Schiffen sehen. Dann wird das Schiff hier in der Halle hingestellt
Und dann gehen die Mitarbeiter die Spachtel anbringen. Das ist das rosa-rote, was Sie überall sehen. Wenn das hier fertig ist, geht das Schiff zurück in die Spritzkabine und bekommt es 2 Schichten übereinander von einem Epoxy-Coating. Dann kommt das Schiff wieder hier, wird Spachtel beigearbeitet, wird das abgeschliffen und geht es wieder in die Spritzkabine und bekommt es 3 Schichten Epoxy-Coating übereinander. Dann kommt das Schiff nochmal hier in die Kabine, wird es mit einem ganz feines Schleifsystem abgeschliffen und geht das Schiff zum letzten Mal in die Spritzkabine und dann bekommt es die Hochglanz-Endlackierung und dann sind nochmal 3 Schichten übereinander. Also insgesamt hat das Schiff eine Grundfarbe, eine doppelte Zwischenschicht, eine dreifache Zwischenschicht und dann die Endlackierung. Also insgesamt haben wir 9 Schichten übereinander. Wir haben gesehen, wie das Schiff im Stahl gebaut wurde, wie es konserviert wurde an der Außenseite. Also von außen ist das Schiff jetzt 100% fertig. Und dann wird das Schiff hier in diese Halle gefahren. Alles, was eingebaut werden muss, wird hier gemacht. Also die ersten 2 Arbeitsplätze gehen wir gleich auch anschauen. Da wird alles unter den Fußboden eingebaut. Also Maschinen, Tanks, Bekabelung, Heizung, Airconditioning, Batterien und so weiter und so weiter. Und ab der 3. Arbeitsstelle fängt man mit dem Interieur an. Dann kommt Fußboden rein, Vorderküche, Hinterküche und so weiter. Können wir uns jetzt mal anschauen. Also bei diesem Schiff ist die Maschinenraum, also die Technikanbau, 100% fertig. Alles, was unter den Fußboden liegen soll, ist eingebaut. Wir stehen auf einer 40-Fuß-Yacht, also der bekommt ein Motor. In diesem Falle ein Volvo Penta 110 PS. In den nächsten Yachten von Linsen werden Mercury-Motoren eingebaut, denn Volvo hört auf mit diesen Motoren. Dieses Schiff steht auf der ersten Stelle, wo das Interieur anfängt. Das komplette Interieur wird in unserer Schreinerei mit CNC-Fräsen ausgesägt. Komplette Fußbodenteile, Küchenmodule, Bank, Gast, Bettenteile und so weiter. Und die stehen dann hier bereit, um letztendlich einzubauen hier im Schiff. In der nächsten Stelle kommt dann der Elektriker wieder zurück, der auch an der 2. oder 3. Arbeitsstelle da war, um das alles dann einzubauen und anzuschließen. Auf unseren Schiffen kann man optional ein Teakdeck dazu wählen. Wir verwenden noch immer nur wirklich Teakholz, das ist 17 mm Teak. Alles Einzelbretter, die genau auf die richtige Breite geschliffen sind. Wird ausgelegt auf dem Deck, um zu schauen, ob alles stimmt. Dann wird es weggenommen, dann kommt auf das Deck eine ganz dünne Schicht Sikaflex, das ist das Gummi, was Sie hier sehen. Dann wird das Holz draufgelegt und wird es festgeschraubt in den Stahl. Dann wird das Sikaflex dazwischen gespritzt mit einer Art Druckpistole. Das kommt dann da raus und wenn das ausgehärtet ist, wird es abgeschliffen. Dann kommen Teaktöpfe rein, die werden abgeschliffen. Und dann hat man ein Teakdeck, das ja auch sehr viele Jahre gut bleibt. Auch das komplette Fahrinventar wird vorbereitet, ne? Fender, alles gehört dazu. Wenn das Schiff ins Wasser geht, ist es 100% fertig, um wegzufahren. Also wir haben jetzt die Linsen Spring Boat Show und hier vor uns gehen wir gleich rein. Das ist unsere neue 45 SL AC. Gut, also wir sind wieder im Innen von unserer neuen 45er. Vorderkajüte, Doppelbett, Toilette, Dusche. Seitenkabine am Backbord mit 2 Einzelbetten oder zueinander zu schieben zu einem Doppelbett. Mit hier an der Seite noch eine Toilette-Dusche-Kombination für also die Gäste, die da schlafen. Hier im Salonbereich eine L-Couch zum Frühstücken, Essen und so weiter. Eine ganz große Küche mit allerhand Sachen dazu. Natürlich hat dieses Schiff einen Generator und in dem Fall ein Induktionskochherd. Ein Ofen haben wir dabei und wenn Sie beim Kochen mal zu wenig Platz haben, dann können wir ganz einfach sagen, nee, wir haben Platz genug. Die neuesten Yachten ab die letzten 3 Jahren werden eingebaut mit unser XS-System. Integrated Canvas Controlled Energy Supply System, schön auf Englisch. Das bedeutet, dass dieses Panel mittels einem CAN-Bus-Draht zum Maschinenraum geht und von hier aus werden also alle Teile vom Schiff geschaltet. Wir haben ein Tableau hier in der Salon und wir haben ein Tableau oben beim Steuerstand. Hier sind alle Teile zu finden, die man also im Schiff benutzen muss
Oben am Steuerstand ist ein Display, was natürlich die Sachen schaltet, die man da benutzen muss, wie zum Beispiel eine Scheinwerfer, Radarfunktion und so weiter. Kannst du uns auch etwas über das Chartern von Linsenjachten erzählen? Chartern von Linsen kann man machen bei Linsen Boating Holidays Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von unabhängigen Firmen in 9 Ländern, von Deutschland, England, Irland bis auch in Frankreich und Norwegen und Finnland, wo man Linsenjachten chartern kann, von klein bis groß, sowohl 30-Fuß-Jachten, aber auch eine ganze 500 mit dem Variotop-System, zum Beispiel bei Sansi und Snake. Und im Charterbereich fahren hauptsächlich Privatschiffe, also Kunden, Leute, die sagen, okay, ich möchte gerne ein Schiff kaufen, aber ich fahre es ja doch nur 3 Wochen oder 4 Wochen im Jahr. Was mache ich dann mit die anderen Monate? Dann kann man entscheiden, um das Schiff im Charter zu legen. Mit dem Charter, der Charterpartner sorgt dafür, dass Versicherungen, Liegeplätze, Winterlagerung und so weiter alles arrangiert werden für sie. Die Charterkosten, die generiert werden, die sorgen dafür, dass die Kosten alle beteiligt werden. Und damit haben sie ein klein bisschen Rendite über der Anschaff von ihrem eigenen Schiff. Andersrum geht natürlich auch. Es gibt natürlich Leute, die irgendwo mal gechartert haben, hoffentlich natürlich auf eine Linsen, und die dann denken, oh Mann, das ist aber doch schön, um ein Schiff zu chartern. Ich gehe mal in Holland chartern, ich mache mal in Deutschland, vielleicht in Frankreich, und vielleicht nach 1 oder 2 Jahren denken, ich finde das so schön, ich gehe mal suchen nach ein eigenes Schiff. Also so arbeitet es für uns zwar auf 2 Wege, Charterer, die letztendlich kaufen, oder Kunden, die kaufen und das Schiff dann im Charter liegen. Im Moment liegen etwas über 100 Schiffe von uns im Charter. So, nach ein paar Eindrücken aus dem Werk wollen wir jetzt natürlich selber mal eine Runde drehen und gehen für euch an Bord der Sandro-Mer. Aus Skipper for Today. Hey Leute, schaut euch das mal an. Ich glaube, wir müssen demnächst tatsächlich mal die Mars befahren. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und Selina hat die Stelle des Skippers übernommen. Ganz praktisch, unser Skipper selber betreibt auch noch eine Fahrschule für Boote. Das heißt, die perfekte Begleitung. Drohnenstau! Ja, und genau so möchten wir unseren Tag und unser Video ausklingen lassen. Wir bedanken uns bei Linsenjachts für die Einblicke in ihr Werk und natürlich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Skipper & Co.